Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was ich erlebt habe bei der Recherche zu meinem Buch. Ihr seht es im Hintergrund, Deutschland muss vernichtet werden. Vernichtung, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Es ist kein Hörensagen mehr. Es ist von mir belegt, bewiesen und dokumentiert. Es gibt für den Mainstream tatsächlich Tote erster und Tote zweiter Klasse. Die Toten erster Klasse sind alle die Toten, alle die Opfer, die von den Deutschen zu verantworten sind. Die Opfer zweiter Klasse sind all diejenigen, die von den Alliierten, also die Deutschen, die von den Alliierten umgebracht worden sind. Es ist sowas Unglaubliches, es hat mir wirklich Zornestränen in die Augen getrieben, als ich gesehen habe, wie unsere Toten noch einmal geschändet worden sind, indem diese Menschenrechtsfanatiker, alle Menschen sind gleich, bla 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 bla, aber bei den Toten von den Deutschen, die werden einfach so hingenommen. Ja, was man sät, wird man ernten und so weiter und so fort. Und ich kann es einfach nicht mehr hören. Und in meinem Buch beweise und belege ich, es ist wie ein roter Faden durch das ganze Buch, jedes einzelne Massaker an den Deutschen wird einfach abgetan als, naja, es war einfach eine logische Konsequenz. Das, was die Deutschen den anderen angetan haben, aber es ist viel zu einfach. Für mich ist jeder Tote gleich, jeder Mensch gleich. Das ist meine religiöse Überzeugung. Und jeder, der das anders macht, ist für mich ein Totenschänder. Es gab Millionen Tote durch die alliierten Massenmörder, durch Vergewaltigungen, durch Luftkriegsbombardierungen, durch Vertreibungen, durch KZs für Deutsche, durch Folterungen, durch Kriegsgefangene, deutsche Kriegsgefangene, die man wirklich elendig zugrunde gehen lassen hat. Und diese Millionen Menschen, die zählen heute gar nicht. Diese Einzelschicksale zählen überhaupt nicht. Jetzt, ich bin ein Sohn einer vertriebenen Familie und ich habe wirklich das Recht, mehr als jeder linke Woke, der irgendwo im Sessel sitzt und bei Mama mit 40 noch irgendwie Tee trinkt. Ich habe das Recht, mich darüber aufzuregen, und ich möchte das Andenken an unsere Toten jetzt endlich, nach 80 Jahren, möchte ich, dass jetzt endlich an die Oberfläche kommt. Das Gedenken an unsere Toten, an unsere. Die Toten der anderen, die sind genauso schlimm, genauso schlimm. Die sehen wir jeden Tag, aber unsere Toten, das Andenken an unsere Toten sehen wir so gut wie gar nicht. Und wie gesagt, für mich ist jeder Mensch gleich. Im Umkehrschluss, jeder Tote ist gleich schlimm. Und wenn jemand was anderes sagt, dann hat er für mich, für meine religiöse Überzeugung, seine Menschenwürdigkeit verloren, weil es gibt keine Toten erster und zweiter Klasse und dennoch wird es so suggeriert. Genau das Gleiche bei den Luftkriegstoten. Ich habe schon Videos gemacht über die Bombardierungen deutscher Städte. Ich konnte die Grausamkeiten, die darin entstanden sind, allerdings nicht bei YouTube erzählen, weil YouTube ein totales Zensurinstrument wiederum ist. Man darf die Wahrheit nicht erzählen. Deshalb steht alles mit Fotos in meinem Buch drin. Das Statistische Bundesamt gibt die Zahl der Toten durch die Luftangriffe auf dem Gebiet des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 mit 593.000 an, ohne Österreich, Danzig und das Sudetenland. Mit diesen Gebieten zusammen sind es 653.000 Tote. Für mich selbst, der jahrelang recherchiert hat zu diesem Thema, ist diese Zahl der absolute Mindestwert. 653.000 Tote, im Vergleich Großbritannien hatte rund 65.000 Luftkriegstote zu beklagen, also ein Zehntel. Der Historiker Jörg Friedrich schätzt, dass durch den Bombenkrieg etwa 75.000 Kinder unter 14 Jahren, 45.000 Jungen, 30.000 Mädchen getötet und 116.000 verletzt wurden. Verwundete und Verkrüppelte, so sagte man es damals,
Der Historiker Maximilian Czesny gibt in seiner Studie 955.000 Verwundete an, durch Verwundung Gestorbene, 76.000 Verwundete ohne Todesfolge, 879.000. Natürlich wird auch hier wieder versucht, die deutschen Opferzahlen zu relativieren, das habe ich schon gesagt, beziehungsweise gnadenlos herunterzurechnen. So gibt Robert Blank in einer Publikation des politisch korrekten Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, ich warne, also Militärgeschichtliches Forschungsamt, das klingt ja wirklich absolut seriös. Er gibt an, die Zahl der deutschen Luftkriegstoten läge bei 360.000 bis 465.000. Also rund 200.000 weniger als das Statistische Bundesamt ermittelte. Ich frage mich, wäre das im umgekehrten Falle bei den Opfern deutscher Luftangriffe genauso? Sogar die Amerikaner gaben zu, dass 422.000 Menschen im Reich durch Bomben ums Leben gekommen waren, und die hatten wahrlich Grund dafür, die Zahlen herunterzurechnen. Der Historiker Hans-Ulrich Wähler geht von bis zu 600.000 toten Zivilisten durch die Bombardierungen der Alliierten aus. Ich bleibe bei den Zahlen des Statistischen Bundesamtes als Mindestzahl. Der Luftkriegshistoriker Maximilian Czesny schrieb, ich zitiere, die kriegsrechtliche Beurteilung des strategischen Luftkrieges, den die Angloamerikaner in den Jahren 1940 bis 1945 gegen 16 Länder des Festlandes führten, ergibt eindeutig eine Verurteilung des gegen die friedliche Zivilbevölkerung Kontinentaleuropas gerichteten Terrorbombenkrieges. Bei dieser Art der Luftkriegsführung gab es nämlich für das offensichtliche Nichtbeachten der Kriegsregeln wie der allgemeinen Grundsätze des Kriegsrechtes, der dezidierten Bestimmungen des HLKO über die gebotene Achtung und Schonung der Zivilbevölkerung und ihres Privateigentums, der Kirchen, Lazarette und historischen Denkmäler sowie des Genfer Protokolls von 1925 keine Berechtigung. Es handelte sich weder um Repressalienhandlungen noch um Bombardierungen belagerter Städte. Desgleichen konnten sich die Alliierten nicht auf eine unmittelbare Bedrohung der Existenz ihres Staates oder auf eine militärische Notwendigkeit berufen. Zitat Ende. Die Historikerin Margarete Dörr schrieb, ich zitiere, die Bombardierung bezog zum ersten Mal in der Geschichte Frauen und Kinder in großem Umfang in das unmittelbare Kriegsgeschehen ein. Das Fronterlebnis der Frauen waren die Bomben, gegen die sie sich nicht zur Wehr setzen konnten. Die Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung waren unzureichend. Absolut sicher war man selbst im Bunker nicht, ganz zu schweigen von den privaten Schutzräumen. Auch an ihren Arbeitsstellen waren die Frauen oft mangelhaft oder gar nicht geschützt. Das grauenhafte Zerstörungswerk traf die Frauen unvorbereitet. Zitat Ende. Übrigens, nach dem Krieg bekundete Winston Churchill, dass die Briten es niemals zulassen sollten, je in eine Lage zu geraten, sich für das, was sie Deutschland angetan haben, zu entschuldigen. Also der Massenmörder Churchill wollte sich niemals für seinen Massenmord an hauptsächlich Frauen, Kindern und älteren Menschen entschuldigen. Dafür bekam er sogar den Karlspreis in Deutschland. So bekloppt ist unser Land. Bekloppter geht es nicht. All das lest ihr in meinem neuen Buch und ich rate euch, kauft es, solange es noch erhältlich ist. Weil wir wissen nicht, wie lange dieses Buch noch auf dem Markt sein wird. Alles zum Kriegsausbruch in meiner ebenso brisanten Reihe Adolf Hitler, eine Korrektur, hier Band 4. Dieser Band hat 830 Seiten und 2000 Quellen. Alles ganz genau dokumentiert, wie der Krieg ausgebrochen ist und so weiter und so fort. Und ganz zum Schluss möchte ich noch auf mein anderes neues Buch hinweisen, Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung, wie eure Steuergelder in hauptsächlich linke NGOs fließen und diese linken NGOs dann wiederum gegen den Staat demonstrieren,
von dem sie bezahlt werden. Und Friedrich Merz hat ja gesagt, es wird sich ändern. Pustekuchen, nichts ändert sich. Bitte abonniert meinen Telegram-Kanal, weil ich nicht weiß, wie lange YouTube diese Videos noch veröffentlichen wird. Dort werde ich dann sein, wenn es mich hier nicht mehr gibt. Also abonniert mich gleich. Der Link ist auch unten angegeben. Und auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de. Ich stehe mit meiner Person für das Andenken an unsere Großväter und an unsere Großmütter, an das Gedenken an unsere Toten. Ich werde beleidigt, beschimpft, bedroht. Das betrifft auch meine Familie. Unterstützt mich, indem ihr mich weiterempfiehlt, indem ihr mich abonniert und so weiter und so fort. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Ob ich 1000 Bücher mehr oder weniger verkaufe, ist mir vollkommen egal. Ich bin finanziell unabhängig. Es geht mir um die Sache, dass 80 Jahre nach Ende des Krieges wir endlich an unsere Toten denken müssen. Mein Opa war kein Massenmörder. Er hat sein Auge verloren, er war 10 Jahre in Gefangenschaft, er musste in den Krieg ziehen. Er war kein Massenmörder. Es geht vielen Millionen Familien so. Also unterstützt mich. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.